Das kraftvolle Löwentor und die allumfassende Einheit. Ja, in diesem Video geht es um die Energien, die uns in diesem Monat erwarten. Und wir beginnen direkt mit dem Löwentor im Neumond. Der Neumond steht ja immer dafür, dass etwas Neues beginnt. Und in diesem Fall ist das sehr kraftvoll, denn der Löwe steht ja für die Kraft. Und ich habe zu diesem Thema eine ausführliche Telegram-Nachricht erstellt, die ihr euch gern im Telegram-Kanal anhören könnt. Und ich möchte euch auch herzlich dazu einladen, dort mit dabei zu sein. Und für diejenigen, die nicht Telegram haben, veröffentliche am Ende dieses Videos einen kurzen Ausschnitt aus dem Beitrag. Ja, die zweite Energie, die wir mit diesem Löwentor und dem Neumond in diesem Monat im Feld haben, das ist der Blue Moon am 23. August, also der Vollmond, der im Wassermann ist. Und das Besondere ist, das ist der zweite Vollmond im Wassermann in Folge. Also wir hatten im letzten Monat auch schon einen Vollmond im Wassermann und in diesem Monat wieder Vollmond im Wassermann. Weil auch bei diesen Sternzeichen, da gibt es eine Rückläufigkeit. Und so war es eben in dem letzten Jahr, dass da eine Rückläufigkeit war, die jetzt wieder mit dem Neumond ins rechte Licht gerückt wird, also in der richtigen Reihenfolge stattfindet. Also am 8. der Neumond im Löwe und am 23. der Vollmond im Wassermann. Und dem Löwen ist somit ein Wassermann vorausgegangen und geht ihm jetzt auch nach. Und Löwe und Wassermann stehen ja in ganz enger Verbindung. Zum einen sind es zwei Gesichter Gottes. Man spricht immer von 4 Gesichtern Gottes. Und der Wassermann und der Löwe sind 2 Gesichter, die in Opposition zueinander stehen. Der Wassermann ist ein Luftzeichen, der ganz weise oder die weisesten Ideen in sich trägt, und zwar in unendlicher Möglichkeit. Der absolute Freigeist, der keine Grenzen kennt, der uns eben auch freisetzt mit seiner Energie und seine Ausstrahlung hier auf die Erde bringt. Im Vollmond. Und der Nachteil dieses Freigeistes der Unendlichkeit ist oder kann sein, dass man sich im Feld aller Möglichkeiten verliert, weil man allen Möglichkeiten hinterherlaufen könnte. Und deswegen kommt das Sonnenzeichen Löwe rein. Der konzentriert diese Energien auf einen Punkt. Der Löwe ist ja ein Sonnenzeichen und es ist so, dass er die Energien wie einen Strahl oder zu einem Strahl bündeln kann und auf einen Punkt konzentriert, damit wir uns auf diesen Punkt konzentrieren und dafür gehen. Und das macht der Löwe jetzt für uns. Die Kraft des Löwens konzentriert unsere Power auf einen Punkt, so dass wir diese Energie jetzt ins Spiel bringen können. Die Freigeistenergie des Wassermanns konzentriert auf einen Punkt, kommt jetzt ins Spiel. Und der Vollmond ist auch gleichzeitig ein Blue Moon. Ich habe weitere Informationen zum Blue Moon auch auf meinem Blog veröffentlicht. Das verlinke ich euch gerne nochmal in der Beschreibung. Und der Blue Moon wird begleitet von Saturn und Jupiter. Und Saturn und Jupiter hatten wir letztes Jahr im Dezember schon in einer wundervollen Konjunktion zueinander. Und die beiden, die verstärken jetzt auch die Energie dieses Wassermann-Vollmondes. Und Saturn und Jupiter waren auch im Wassermann-Zeichen im Dezember zu sehen. Und sie sind jetzt wieder in diesem Dreiergespann. Und da habe ich auch ein ausführliches Video darüber gemacht, das ich gerne nochmal verlinke. In Kürze, es geht um die Wende des Schicksalsrades. Was wir jetzt erkennen dürfen, ist, dass diese Zeit, diese herausfordernde Zeit, durch die wir jetzt gerade gehen, das ist unser Schicksal. Wir haben uns dafür entschieden, zu dieser Zeit auf diese Erde zu kommen, um dieses Schicksal, dieses große, herausfordernde Schicksal zu meistern. Und es gibt eine Kraft, mit der wir dieses Schicksal meistern können, und das ist die Weisheit. Alles mit den Augen der Liebe und Weisheit zu sehen, aus einer höheren Perspektive, aus der Perspektive des weisen Wassermanns. Und wir gehen ja in das Wassermann-Zeitalter.
in dem auch eben der Löwe mit seiner konzentrierenden Kraft eine starke Rolle spielt. Und diese Weisheit ist der Schlüssel, die Weisheit des Wassermanns, wird uns dazu befähigen, dieses Schicksal zu meistern. Und wir werden es meistern. Und es werden uns auch viele Zeichen geschickt. Also ein Zeichen möchte ich jetzt auch mit euch teilen, das mir geschickt wurde. Wir haben die besondere Ehre, dass in unserem Garten seit einiger Zeit oder seit kurzem, seit ein paar Tagen oder ein paar Wochen, eine Eule wohnt. Und das ist sehr, sehr selten. Es ist eine junge Eule, die hier auch ein Nest hat und die sich entschieden hat, in unserem Garten zu wohnen. Und ich habe dann mit der Eule meditiert und die Eule ist auch wirklich das Zeichen der Weisheit und auch ein Zeichen für Tod und Wiedergeburt, also etwas Altes stirbt. Und wenn das Alte stirbt, dann brauchen wir die Weisheit und die Erkenntnis, dass aus diesem Alten etwas Neues geboren wird. Und in dieser Energie befinden wir uns jetzt. Und jeder von uns kriegt persönliche Zeichen, auch oftmals von den Tieren. Ich möchte euch auch herzlich dazu einladen, auf diese Zeichen zu schauen, denn sie sind oft ganz wunderbare Helfer in dieser Zeit. Ja, und ein weiterer Helfer, der uns auch unterstützt, das ist in diesem Monat Uranus, der rückläufig wird. Ab dem 20. August bis zum 31.12., also wirklich bis zum Ende diesen Jahres. Und Uranus rückläufig im Stier steht für mehr Selbstreflexion und Freiheitsdrang, für Innovation, Durchbruch und Erwachen. Es findet mit seiner Kraft eine Umstrukturierung im privaten und beruflichen Umfeld statt. Unmögliches wird plötzlich möglich. Und alles, was wir bisher als Routine gemacht haben, erscheint uns oft langweilig, sodass wir selber so einen inneren Drang verspüren, etwas zu verändern. Und der Uranus, der hilft uns dabei. Er rüttelt eben an allem Alten, was jetzt gehen darf, und rüttelt daran, damit wir es loslassen. Für diejenigen, die sich schon auf die neue Energie eingeschwungen haben, also auf die Energie Wassermann und Löwe, die uns in den nächsten 2000 Jahren begleitet und führend ist, wird es leicht sein. Die werden unterstützt von dieser rückläufigen Energie des Uranus. Diejenigen, die noch an dem alten Zeitalter festhalten, der Fische, und Fische steht auch oft für das Unbewusstsein oder insbesondere für das Unbewusstsein. Denn der Fisch, der schwimmt ja unter der Wasseroberfläche, der schwimmt im Unbewusstsein. Und solange der Fisch noch nicht erkannt wurde, schlafen wir noch und haben unser Unbewusstsein noch nicht erforscht. Wenn wir unser Unbewusstsein erforscht haben und erwacht sind, dann wird der Fisch erlöst und wir können sehr gut mit dieser bewussten Energie arbeiten. Aber wir haben es im Moment leider noch so, dass sehr viele Menschen noch sehr unbewusst leben, das Unbewusste noch nicht erforscht haben, sich eben über all diese Zusammenhänge noch nicht informiert haben oder es noch nicht erkannt haben. Und die erleben den rückläufigen Uranus mitunter als sehr herausfordernd, weil er rüttelt mit Krisen an allem Alten. Also er bringt auch nochmal viele Krisen in alte Systeme, weil diese alten Systeme jetzt einfach weggehen dürfen. Und die aufgewacht sind, für die ist es immer wichtig, mit diesem Bewusstsein darauf zu schauen und die Krisen eben auch als das zu erkennen. Ich will jetzt nicht die Krisen gutheißen, aber wir können ja oft nichts daran ändern. Und eine Krise hat eben nicht nur negative Seiten, sondern ich mache ja immer diese Podcast, um auch die positiven Seiten daran zu erkennen. Um auch zu erkennen, dass wir eine allumfassende Einheit erleben können, insbesondere in Krisenzeiten, was wir im Moment auch ganz offensichtlich sehen. Ja, und so wird eben diese Abwärtsspirale auch noch weiter abwärts gehen, aber auch die Aufwärtsspirale geht aufwärts. Und es ist hilfreich, sich dessen bewusst zu sein.
Und wenn es zu herausfordernd für unsere Nerven ist, und es ist eine große Herausforderung, wie gesagt, Meditation, in die Natur gehen, in die Stille gehen oder wie gesagt, marine Phytoplankton hilft mir sehr gut auf der körperlichen Ebene auch dabei. Ja, so viel zu den Energien jetzt von diesem Monat. Und wie gesagt, lade ich euch gerne nochmal dazu ein, jetzt am 8.8. das Meditationsvideo in meinem Mitgliederbereich auf meiner Webseite anzuschauen über die allumfassende Einheit, das ich euch in der Videobeschreibung verlinke. Viel Freude dabei.